Yo Leute, was geht und herzlich willkommen zurück zu einem erneuten Battlefield 2042 Video. Ich hoffe, euch geht es natürlich gut. Ihr habt ein entspanntes und lockeres Wochenende. Update 3.2 steht ja vor der Tür und wir haben ja mittlerweile auch schon wirklich sehr, sehr viel über diesen kommenden Patch gesprochen. Jetzt sind die offiziellen Patch Notes auch online. Die gehen wir gemeinsam mal durch und ja, ich sag's mal vorab, sehr, sehr viele Themen haben wir schon detailliert in separaten Videos ganz einfach behandelt. Deswegen wird es heute ein eher knackiges und sportliches Video. Alles andere im Detail könnt ihr dann auch wirklich in den weiteren Videos euch noch reinziehen. Ich werde da die eine oder andere Verlinkung auf jeden Fall in der Videobeschreibung reinhauen oder ihr schaut auf Entspannter Reno ganz einfach auf der Channel-Seite und es ist ja alles beschrieben, also kann man durchaus finden an der Stelle. Gut, was sind die wesentlichen Änderungen im Update 3.2? Natürlich geht es im Wesentlichen um die Rückkehr des Klassensystems und die jeweiligen Spezialisten-Buffs, also die Waffenfertigung, die jede Spezialistengruppe ganz einfach ja mit an den Start bringt und da die Gegebenheiten Verbesserungen hat. Auch dazu hatten wir schon mal mehrfach gesprochen. Wir bekommen die Kartenüberarbeitung Breakaway. Also da hat sich ja auch einiges an der Karte getan. Neue Vault bzw. neue Portal-Waffen kommen ins Spiel. Wir bekommen neue Aufsätze, die mit Sicherheit auch zur Diskussion sorgen werden. Klar, neuer Schalldämpfer für etliche Guns. Weniger kritisch, aber die Thermal-Scopes, also die Thermalvisiere, die ins Spiel kommen werden, kann ganz interessant werden. Die Fahrzeuge bekommen jetzt allgemein Active Protection System eben für die Panzer, dass auch die ja eine Abwehrmöglichkeit haben. Und zusätzlich wird natürlich auch nochmal darauf eingegangen, dass die Flugsystematik, sprich Helis und Flugzeuge, auch hier gibt es eine leichte Veränderung, wo man einfach sagen muss, okay, das macht durchaus Sinn, ist sehr an Battlefield 4 angelehnt. Es geht hier um verschiedene Flughöhen und auf welcher Flughöhe ihr mit welchem Flugzeug oder Hubschrauber eben kommen könnt und welche Bereiche dann dadurch durch Anti-Air oder halt auch Soldaten schultergestützte Anti-Air getroffen werden kann. Also das, ihr merkt schon, allein durch diese Agenda ist sehr, sehr viel Balance-Potenzial hier vorhanden und könnte wirklich interessant werden, ist aus meiner Sicht auch wirklich mit das spannendste Update, das uns bisher in Battlefield 2042 erwarten wird. Also, da wird einiges an Veränderungen auf uns zukommen. Ich bin sehr gespannt. Ich auch. An der Stelle natürlich wie immer auch die Frage an euch. Schaut ihr dem Ganzen eher positiv entgegen oder meint ihr, DICE reißt mit diesen Changes wieder alles mit dem Arsch ein? Gerne an der Stelle in die Kommentare. Also, ganz grob nochmal zum Klassensystem. Ihr wisst es, wir bekommen Klassensystem Light, das heißt Spezialisten bleiben enthalten. Ansonsten wird alles wieder in das bekannte Klassensystem gepackt. Ihr bekommt eine Assault-Klasse, Engineer-Klasse, eine Recon-Klasse und eine Supporter-Klasse. Also alles altbekannt. Auf der Basis werden eben auch die Spezialisten dann entsprechend aufgeteilt. Plus sie bekommen separate Buffs für die jeweilige Waffen- bzw. Spezialistengattung, kann man es ja dann nennen. Im Angriff habt ihr Dozer, McKay, Sundance und Zane am Start. Hier mal als Klassenausrüstung den Map Pen mit dabei und als Gadgets C5, die Panzerplatte und naja, eine Kleinigkeit, die ins Spiel kommen wird, wo wir auch gerne diskutieren können, nämlich die M18 Claymore, braucht glaube ich kein Mensch, aber egal. Rauchwerfer ist am Start. Weiter geht's mit der Engineer-Klasse, Boris Crawford und Liz, die haben das Reparaturwerkzeug dabei, AT Mines, C5, eine Javelin, die auch frisch ins Spiel kommen wird, Anti-Air und den Raketenwerfer, also da gibt es die volle Sprengpower, Aufklärung bzw. Recon-Klasse mit Casper, Pike und Rao. Auch die haben als besonderes Gadget eben das Funkfeuer mit dabei. Separate Klassengadgets C5. Auch wieder die wunderbare Claymore, die zum Campen einlädt. Proxy-Sensor, Soflam und vieles weitere. Und letzten Endes bleibt noch die Supporter-Klasse mit Angel, Fike, Irish, die natürlich alles um sich herum wiederbeleben können. Munitionskiste, Gesundheitskiste und so weiter mitnehmen. Das heißt, die gehören ganz klar der Supporter-Klasse an. Zusätzlich gibt es auch, wie gesagt, diese Buffs für die jeweilige Klasse. Sturmsoldaten bekommen 3 zusätzliche Magazine. Engineers können eben mit LMGs ihre Streuung beim Schießen verbessern, indem sie in die Hocke oder in die Bauchlage gehen. Die Scharfschützen haben ein unmittelbares und sofortiges Zielen an den Waffen und die Support- und SMGs können
schneller ihre Waffen ziehen. Durchaus interessant. Wie gesagt, ich habe ein sehr detailliertes Video dazu gemacht. Schaut euch das am besten sehr gerne dazu nochmal an. Da wird nochmal en Detail auf die Änderungen im Klassensystem eingegangen. Dann kommen wir zur ersten Map-Veränderung. Die Map Breakaway, also mit einer der schlechtesten Maps überhaupt. Die ist in diversen Bereichen wirklich verbessert worden. Auch so die ersten Screenshots sehen da sehr, sehr gut aus. Auch das, was man in dem einen oder anderen Video gesehen hat. Die Bohrinsel ist viel näher an die Karte herangerückt, also man hat nicht mehr so viel Freifläche, um da ranzukommen. Es ist an der Gletscherspitze was passiert, es ist auf der Bohrinsel, wie gesagt, was passiert. Die Schneehöhle ist eingebettet worden und auch die Villages, also diese Arbeiter-Villages, sind zusammengefasst worden. Also da sollte es jetzt in Summe natürlich mehr Deckung geben, mehr Höhenunterschiede, weniger Freiflächen und ich würde mal behaupten, das kann nur besser werden und ja, ich freue mich da auch mal meine Hand anzulegen und das Ganze dann mit euch gemeinsam zu testen. Als nächstes kommen wir mal zum vermutlich derbsten Streitpunkt, bin ich mir jetzt schon sicher, dass mit Update 3.2 ins Spiel bekommen werden. Und das sind die thermischen Zielfernrohre. Also man bekommt eine Thermaloptik für alle möglichen Waffen. Also das blende ich euch an der Stelle nur ein, aber bekommt man für Sturmgewehre, für auch Scharfschützengewehre. Also da kann man nur sagen, ja, Mahlzeit. Das kann und wird krank werden. Aber gut, noch haben wir es nicht angetestet. Ein paar Screenshots habe ich auch da schon gesehen. Ist auf jeden Fall ziemlich stark in der Unterscheidung. Also schauen wir mal, wie sich das spielen lässt und ob das dann letzten Endes auch so im Spiel bleibt. Dann kommen wir zum Schutzsystem für die Tanks. Der eine oder andere kennt es natürlich schon vom EBLSC RAM. Auch das wird es jetzt ganz einfach für die Tanks geben, dass die sich ein bisschen mehr gegen den Raketen- und Abwehr- oder Beschuss-Spam schützen können. Finde ich soweit ganz gut. Auch ganz interessant ist eben die Thematik der Flugdynamik. Das heißt, wenn ihr weniger als 30 Meter über dem Boden eben fliegt, dann könnt ihr nicht von Anti-Airs erfasst werden. Das gilt leider nur oder gilt ausschließlich für fahrzeuggebundene Lock-on-Systeme. Natürlich könnte noch von Soldaten abgesnackt werden, aber es reduziert zumindest einen Anteil. Und wenn wir jetzt gerade auch sehen, okay, jetzt haben wir die Aufteilung in Spezialisten. Es wird natürlich nicht jeder mit der Engineer-Klasse rumlaufen und euch dann vom Himmel holen wollen. Also es könnte ein bisschen entspannter werden für die Piloten unter euch und selbiges natürlich dann auch andersrum gesprochen. Da werden dann die Soldaten auch eine gewisse Mindestreichweite haben, wo dann natürlich die fahrzeuggebundenen AAs im Vorteil sind. Dann bekommen wir einiges an neuen Waffen, beziehungsweise Neues immer übertrieben, denn es sind ja Portal-Waffen, also M39 EMR kommt mit ins Spiel, die MTAR 21, die PP 2000 und das war es an der Stelle auch schon. Also doch nicht so viele Waffen, 3 ganze Stück. Der eine oder andere kennt sie noch aus den Vorgängerteilen. Mal sehen, in der Regel werden die absolut crap sein im ersten Moment. Vielleicht machen sie noch was draus und dann schauen wir mal. Dann gibt es natürlich noch sehr exklusive Belohnungen für den One-Year Battle Pass. Da skippen wir jetzt mal ganz grob drüber. Und dann gibt es natürlich noch jede Menge an sonstigen Optimierungen und Verbesserungen, angefangen beim KI-Soldaten, Battlefield Portal, irgendwas rein, Bugs raus und so weiter, Modifikationen, Regeleditor angepasst und. Also, wen das en Detail interessiert, dem packe ich ganz gerne oder sehr gerne die Patch Notes in die Videobeschreibung. Da werde ich jetzt im heutigen Video nicht im Detail drauf eingehen, aber sollte da was Spannendes mit dabei sein, dann werden wir das mit Sicherheit in einem Folgevideo nochmal gemeinsam behandeln. Wenn ihr dazu im Übrigen einen Wunsch habt, dann packt mir auch das sehr gerne in die Kommentare und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. As always, haltet die Ohren steif und bis dann, euer A-Team. Feindliche Verbände haben ein Ziel übernommen. Haken sitzt bombenfest! Ziel an Boden! Die Russen verlieren an Schlagkraft. Langsam aber sicher.